Gran Turismo belügt uns im Replay. Oh, you didn't know? Your ass better call somebody! Wer in Gran Turismo 7 richtig schnell sein will, muss verstehen, was der Reifen eigentlich macht. Stellt euch vor, euer Reifen hat genau 100% Grip zur Verfügung. Das ist der sogenannte Kamsche Kreis. Fahrt ihr geradeaus und tretet voll in die Bremse, nutzt ihr diese 100% komplett zum Verzögern. Wenn ihr jetzt aber in die Kurve einlenkt, braucht der Reifen plötzlich Grip für die Seitenführung. Ihr müsst also zwingend Bremsdruck wegnehmen. Sonst überfordert ihr den Reifen und rutscht einfach stur geradeaus in die Wiese. Genau diesen fließenden Übergang von der Bremse ans Lenkrad nennt man Trailbraking. Und jetzt kommt der Schock. Genau bei dieser essentiellen Fahrtechnik lügt uns das Replay von GT7 eiskalt an. Wenn ihr euch die Wiederholung eines Weltrekordhalters anseht, um dieses Trailbraking zu lernen, verheimlicht euch das Spiel, wie der Profi seinen Grip wirklich aufteilt. Die Bremsanzeige in Replay zeigt nämlich nicht die physikalische Wahrheit des Kamschen Kreises, sondern blendet das feine Arbeiten des Reifens und des ABS komplett aus. Das Replay führt uns völlig in die Irre. Und genau deshalb fliegen wir von der Strecke, wenn wir versuchen, diese Bremspunkte blind zu kopieren. Stell dir vor, dein Reifen hat ein Konto mit genau 100% Grip-Budget. Genau das ist das Prinzip des Kamschen Kreises. Der Kreis zeigt dir deine absoluten Grenzen. Du kannst deinen Grip für Längskräfte wie Bremsen und Beschleunigung nutzen oder für Seitenkräfte beim Lenken. Die Magie passiert dazwischen. Kombinierst du Bremsen und Lenken, bewegst du dich schräg an den Rand des Kreises. Sobald du aber die weiße Linie überschreitest, bist du über dem Limit. Das Auto verliert den Grip und rutscht. Was heißt das jetzt für die Praxis? Wenn du im ersten Szenario voll auf die Bremse stehst und 90% deines Budgets verbrauchst, hast du fast keine Reserven mehr für die Kurve. Das Auto lenkt einfach nicht ein. Die Lösung der Profis heißt Trailbraking. Wenn du in die Kurve fährst, gehst du fließend von der Bremse runter, während du das Lenkrad eindrehst. Bremsdruck raus, Lenkwinkel rein. Du teilst den Grip zum Beispiel genau 50:50 auf. So balancierst du dein Auto exakt auf der Kante des Kamschen Kreises. Für maximalen Speed am absoluten Limit. Mount Panorama in der GT7 Streckenerfahrung ist eine sehr gute Kurve dafür. Sehr hilfreich ist es hier auch, die Demonstration anzusehen. Man sieht hier, wie eingelenkt wird und gleichzeitig die Bremse leicht gelöst wird. Und bereits vor dem Apex innen ist die Demo hier schon komplett von der Bremse. Dann die Lenkung öffnen für die Beschleunigung. Und sobald die Lenkung gerade ist oder fast gerade, 100% Gas. Wenn man hier sofort 100% aufs Gas geht mit den harten Reifen ohnehin und die Kurve ist auch sehr rutschig, dann wird sich das Auto drehen. Als Demonstration haben wir hier eine 15105. So, dann gehen wir wirklich in meinen ersten Versuch hier. Ich habe euch rechts unten auch noch eine Grafik eingeblendet. Ich bremse ein bisschen zu spät, verpasse innen den Apex. Trotzdem komme ich relativ gut raus. Dann gehen wir gleich in den nächsten Versuch. Hier probiere ich ein bisschen später sogar noch bremsen. Gehe hier zu früh aufs Gas und drehe mich. So, Versuch Nummer 3. Da werden wir kurz einmal Slow Motion machen. Ich bremse hier beim 100-Meter-Schild auf 100%, so schnell wie möglich.
100% halten und so wie ich die Bremse löse, lenke ich ein und löse die Bremse dann vor der Kurve. Ich hätte ein bisschen früher lösen können. Ich bin da eine Spur zu lange auf der Bremse gewesen. Das hätte noch eine schnellere Kurve sein können. Wenn man auf den Kurvenspeed achtet, ich habe 103 km/h gehabt. Das wird hier unten angezeigt in grün. Die Demonstration war hier bei 106 km/h am Apex, am Inneren. So, hier noch ein ganz schlechter Versuch von mir. A little later. Much later. Die habe ich jetzt besser erwischt mit 104 km/h, auch einen guten Exit. Und hier stelle ich auch dann meinen Rekord ein. So, wir sehen uns im Datalogger nun das Bremsen an. Ich bremse eine Spur früher. Dafür löse ich die Bremse auch früher, weil man hier am blauen Pfeil sieht, gelb ist die Demo. Ich gehe dann früher ins Coasting, das heißt kein Gas, keine Bremse. Die Demo ist ein bisschen früher am Gas, aber nicht 100%. Ich bin dafür später am Gas, aber relativ schnell dann auf die 100%. Das sieht man jetzt auch oben, der Kurvenspeed von der Demo war schneller. Dafür komme ich früher aufs Gas, auf die 100% und fahre jetzt hier, wie gesehen, jetzt der Demo etwas davon. Jetzt habe ich schon 1 km/h mehr. Und so kann ich meinen Abstand auch wieder vergrößern. So, hier nun im nächsten Menü. Ich empfehle immer Gas, Bremse und Lenkwinkel anzuzeigen. Wir schauen hier, die gelbe Linie beim Gas, die geht zu früh vom Gas, dafür bremse ich etwas früher. Die Demo geht etwas früher von der 100% Bremse, dafür bremst sie länger dann als wie ich. Ich bin hier, wenn man unten bei der Bremse jetzt beim blauen Punkt sieht, schon von der Bremse und jetzt oben wieder unter Gas. Die Demo geht früher aufs Gas. Ich gehe später aufs Gas, aber dann viel schneller auf 80% und dann auch schneller auf die 100%. Also nun probieren wir die Erkenntnisse aus dem Datenlogger umzusetzen. Wir haben gesehen, wir waren in der Kurve zu langsam, weil wir überbremst haben. Wir fassen hier nun unseren Bremspunkt wieder ins Auge, das 100-Meter-Schild. Wir gehen voll in die Eisen. Und wie wir einlenken, lösen wir die Bremse. Und was man hier jetzt sieht, ich löse die Bremse viel, viel schneller. Bin viel früher mit dem Bremsen fertig und gehe hier schon kurz auf 50% und dann auf 100% Gas. Und so kann ich jetzt voll durchziehen. Was man auch sieht, ich bin nun wirklich in der Kurvengeschwindigkeit um einiges schneller. Ich habe jetzt 105 km/h. Die Demo hatte 106 km/h Kurvenspeed. Und so bin ich dann meinen Rekord gefahren. So, was habe ich in dieser Runde gemacht? Ich habe noch einmal eine Spur früher gebremst, aber bin dann relativ schnell ins Trailbraking gegangen und habe die Bremse dann eigentlich schön sauber gelöst. Was ich für mich jetzt dann mitnehmen kann, das sieht man unten am Lenkwinkel in Gelb jetzt. Ich sehe eigentlich, dass ich viel zu viel lenke. Ich lenke hier 40 Grad mehr oder 41 Grad mehr als wie die Demo. Dadurch zerstört man natürlich seine Reifen. Ich dachte eigentlich immer, dass ich gut bin auf den Reifen, aber anscheinend habe ich da immer noch Verbesserungspotenzial.
Hier ist nun der ultimative Beweis im Splitscreen. Links seht ihr meine originale Live-Aufnahme, rechts exakt dieselbe Runde im Replay. Achtet mal auf das Timing. Schon in Kurve 1 laufen Live-Bild und Replay plötzlich völlig asynchron. Nach Kurve 2 sind sie wundersamerweise kurz wieder synchron. Nur um ab Kurve 3 bis zum Ende der Runde wieder komplett auseinander zu driften. So, was hier zu sehen ist, ist nun, dass das ABS-Licht beim Bremsen, bei der Live-Aufnahme und beim Replay zur selben Zeit zu blinken anfängt. Dies ist also auch im Auto ein sehr guter Indikator. Gehen wir mal weiter. Hier sieht man nun gut die Unterschiede im Bremsen zwischen der Live-Aufnahme und dem Replay. Bei der Live-Aufnahme habe ich schon 15%, beim Replay kommt jetzt erst die erste Anzeige zum Vorschein. Aber hier ist das absolute K.O.-Kriterium für jede Replay-Analyse. Achtet auf die harten 100% Bremsungen. Wenn ich live voll in die Eisen steige, reagiert der rote Balken im Replay teilweise bis zu 0,6 Sekunden später. In einem Rennspiel, in dem es um Hundertstel Sekunden geht, ist eine halbe Sekunde Verzögerung eine halbe Ewigkeit. Warum passiert das aber? Ist der Code von GT7 kaputt? Nicht direkt. Ein Replay ist keine echte Videoaufnahme. Das Spiel schreibt während der Fahrt lediglich eure Telemetriedaten in bestimmten Zeitabständen mit. Und das in einer viel niedrigeren Abtastrate als das Live-Spiel berechnet wird. Im Replay rekonstruieren die Engine diese Daten dann. Dabei entstehen Lücken. Das Spiel muss interpolieren und das HUD, also die Balkenanzeige, hängt der eigentlichen Fahrzeugphysik gnadenlos hinterher. Dasselbe sehen wir auch in den Gas-Inputs, wobei es hier bei weitem nicht so schlimm ist. Was ist also unser Fazit? Nutzt die Replays der Topfahrer weiterhin. Sie sind genial, um sich die Ideallinie oder die groben Bremspunkte abzuschauen. Aber macht nicht den Fehler, blind auf diese fehlerhaften roten Balken unten in der Ecke zu vertrauen. Fühlt das Auto, lernt echtes Trailbreaking direkt auf der Strecke und nutzt das geniale Live-HUD, um ein Gefühl für den Kampschen Kreis zu bekommen. Und wenn ihr fremden Runden analysiert, ignoriert die Anzeige und schaut auf die Rücklichter. Hat euch dieses Video geholfen oder vielleicht sogar die Augen geöffnet? Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um keine Simracing-Geheimnisse mehr zu verpassen. Mich würde brennend interessieren, habt ihr euch bisher auch immer von dieser verzögerten Replay-Anzeige täuschen lassen? Schreibt es mir jetzt unten in die Kommentare. Bleibt schnell und wir sehen uns auf der Strecke. Ciao, euer Kri.